Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die umfassende Einleitung. Damit haben Sie die ersten Slides, die ich heute Morgen vorstellen möchte, schon fast vorweggenommen. Viele Grüße auch aus dem sonnigen Wiesenstandort München. Es sieht hier alles sehr schön um mich herum aus und ich freue mich, dass ich heute virtuell bei Ihnen sein darf. Ich teile jetzt kurz mal die Unterlage. So. Können Sie meine Präsentation alle gut sehen? Bräuchte ein kurzes Feedback von Ihnen. Hören Sie mich? Ja, vielen Dank. Wir sehen es. Gut, danke. Okay, perfekt. Dankeschön. Also wir haben es gerade schon gehört, die bayerischen Förderverfahren sollen einfach, sicher und transparent werden und der Freistaat Bayern auf dem Weg zu digitalen Plattformen. Wir möchten vermehrt digitale Plattformen nutzen, digitale Plattformen schaffen, um auch die Vernetzung besser herzustellen. Aber zuerst möchte ich ein paar Worte mal zu uns sagen und Ihnen gleich kurz die Byte vorstellen mit unserer Vision, unserer Mission, unseren Werten, was letztendlich unsere DNA ist, was unser Auftrag ist und wie wir vorgehen in unseren Projekten, über die ich Ihnen auch einen ganz kurzen Abriss gebe. Und dann geht es konkret zum Thema Fördermodernisierung, was wir dort tun und warum wir das machen. Zu mir ein paar Worte. Ich war die letzten 22 Jahre in verschiedenen Konzernfunktionen. Ich komme also nicht aus der Politik und auch nicht aus der Administration, aus der öffentlichen Verwaltung, sondern ich komme aus der Privatwirtschaft, war in vielen großen Konzernen für digitale Transformation, Kommunikation, Innovation und Daten verantwortlich und versuche dieses Wissen, diese Erfahrungen jetzt mit in die Verwaltung zu bringen, gemeinsam mit Antonia Zierer, die ihre Geschichte bisher in der öffentlichen Verwaltung hinter sich gebracht hat. So versuchen wir als Doppelspitze wirklich das Maximale auch für den Freistaat rauszuholen und die Erfahrung aus der öffentlichen Verwaltung und die Erfahrung aus der Privatwirtschaft hinsichtlich Digitalisierung zusammenzubringen. Und gemeinsam mit unserem inzwischen 50-köpfigen Team haben wir auch unsere Vision entwickelt. Wir möchten einen Bayern mit einer öffentlichen Verwaltung, die allen Menschen das Leben erleichtert, einfach, sicher und transparent. Das ist das, was wir erreichen möchten und der Schwerpunkt liegt dabei auf allen Menschen, egal auf welcher Ebene, Bürgerinnen, Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, in Kommunen und auch in der öffentlichen Verwaltung. Alle möchten wir entsprechend mit in unsere Aktivitäten einbinden. Und das ist auch Teil unserer Mission, denn wir sehen uns als Gestalter der digitalen Transformation, die auch ohne uns passiert. Wir bilden uns nicht ein, dass wir Bayern digital transformieren, aber dass wir diese digitale Transformation im Hinblick auf mögliche Synergien, auf die Menschzentrierung sehr aktiv gestalten und formen können und dabei die entsprechenden Häuser auch begleiten. Wir haben uns unsere Werte festgelegt, die haben wir auch gemeinsam entwickelt. Und für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir authentisch auftreten, auch dass wir als Einheit eher unpolitisch sind, dass wir wirklich glaubhaft sind und auch verlässlich in dem, was wir sagen, in dem, was wir tun, dass wir diese Verlässlichkeit auch unter Beweis stellen. In allem, was wir tun, sind wir sehr menschzentriert, das leben wir intern wie extern und wir zeigen viel Wertschätzung innerhalb des Unternehmens, aber auch anderen gegenüber nach außen. Auch das ist für uns ein Wert, der essentiell ist für unsere Firmenkultur, die uns letztendlich auch zusammenhält. Bei allem, was wir tun, sind wir sehr neugierig und wir wollen die Neugierde auch behalten, nicht um zu tratschen, nicht um darüber zu reden, sondern um andere zu inspirieren, um neue Technologien zu identifizieren oder auch bereits bekannte in der Privatwirtschaft eingesetzte Technologien, die aber in der öffentlichen Verwaltung vielleicht aus unterschiedlichen Gründen noch gar nicht zum Einsatz kommen, um hier auch Potenziale zu identifizieren und andere dazu zu bewegen, doch mal auch in diese neuen Themen reinzugehen, sich damit zu beschäftigen und doch mal komplett neue Schritte zu wagen. Wir schließen Lücken. Wir versuchen Menschen mit Menschen zu verbinden, Menschen mit Wissen zu verbinden, Menschen mit Maschinen, Maschinen mit Maschinen. Wir versuchen Schnittstellen herzustellen bzw. Verbindungsstellen und versuchen insgesamt dadurch eine bessere Basis zu schaffen für das Thema Digitalisierung, digitale Wahrnehmung, Wahrnehmung von Chancen und Risiken, die damit in Verbindung stehen. Outside the box bedeutet für uns, dass wir nicht immer nur mit Standardlösungen kommen, aber auch, dass wir nicht immer nur den Standard betrachten, dass wir nicht nur bei einem Spiel überlegen, ob die Regeln eingehalten werden oder ob die Regeln noch zeitgemäß sind, sondern dass wir auch wirklich mal das Spielfeld verlassen, von außen draufschauen und uns fragen, ist das Spiel überhaupt noch das Richtige, was wir hier spielen? Ist das Spiel noch zeitgemäß oder müssten wir nicht ein komplett neues Setup organisieren, um den heutigen Anforderungen und vor allen Dingen auch den zukünftigen Anforderungen gerecht werden zu können?
Der Auftrag, der uns gestellt wurde, Sie haben es eben schon kurz gehört, wir sollen die Umsetzungskompetenz für Digitalisierung der staatlichen Verwaltung bündeln in einer zentralen Einheit, der BAIT, der Bayerischen Agentur für Digitales. Wir sollen technologische Expertise zum Thema Daten, zum Thema Cloud etc. aufbauen, in der BAIT vorhalten und das Ganze sehr, sehr zeitgemäß. Und wir sollen die einzelnen Ressorts, 12 Ministerien und die Staatskanzlei dabei begleiten, neue Projekte zu identifizieren, Bedarfe zu identifizieren, Lösungen zu finden und auch diese Projekte Ende zu Ende umzusetzen. Gegründet wurden wir vom Digitalministerium als Folge eines Auftrags der bayerischen Staatsregierung und der bayerische Staat, der Freistaat Bayern, wird vertreten durch das Digitalministerium und das Finanzministerium als unsere Gesellschaftervertreter quasi in unserem Aufsichtsrat und mit diesen beiden Ministerien stimmen wir unsere Aktivitäten und unsere Projekte auch ab. Wie gehen wir bei unseren Projekten vor? An der linken Seite sehen Sie so einige kleine Kreise. Das sind Probleme, das sind Aufträge, das sind Initiativen, das sind Anforderungen, die von verschiedenen Seiten, teilweise auch intern, entstehen, die an uns herangetragen werden, die bewerten wir. Und wir haben das Rad auch hier nicht neu erfunden, sondern wir nutzen etablierte Methoden der Digitalwirtschaft, auch der Start-up-Ökonomie. Da sagen wir, gehen zuerst mal im Sinne eines Double Diamonds, wie sich die beiden Rauten hier nennen, mit Hilfe von Design Thinking durch und sagen, wir versuchen zuerst das wirkliche Problem zu identifizieren. Worum geht es eigentlich? Was soll gelöst werden? Beispielsweise gab es eine Anforderung für einen Chatbot. Warum? Weil sehr viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern reinkommen und man diese Anfragen mit dem vorhandenen Personal einfach nicht mehr beantworten konnte. Also war die Idee, ein Chatbot kann dabei helfen, was de facto richtig ist. Für uns war aber dann die Frage, aus welchem Grund kommen diese ganzen Anfragen denn rein? Und im Endeffekt, also es war jetzt nicht unser Projekt, aber das Projekt eines anderen Teams, hat das Team dann identifiziert, dass die Schreiben, die formuliert wurden und versandt wurden, zu komplex waren, zu juristisch angehaucht waren und in dem Moment zu wenig verstanden wurden und Fragen hervorgerufen haben. Das heißt, die Schreiben in einfacherer Sprache zu formulieren, hat letztendlich dazu geführt, den Großteil der Fragen überhaupt nicht erst entstehen zu lassen. Insofern gab es dafür dann auch keinen Bedarf mehr für einen Chatbot. So gehen wir in diesen Problemraum und fokussieren wir uns auf ein konkretes Problem, was wir identifiziert haben und sagen, das ist das Kernproblem, was wir angehen wollen und evaluieren dann verschiedene Lösungen, welche möglich wären, um dieses Problem bestmöglich, effizientestmöglich anzugehen und gehen dann konkret in die Umsetzung einer Lösung. Und diese Lösung werden wir dann als MVP realisieren, werden das verproben, werden das mit echten Nutzerinnen und Nutzern vertesten, werden es optimieren und wenn wir feststellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann geht dieses Thema auch in die Skalierung. Konkret, woran arbeiten wir? Der digitale Mindshift innerhalb der öffentlichen Verwaltung. In der öffentlichen Verwaltung ist ein sehr, sehr großer juristischer Anteil. Es ist sehr viel juristisches Wissen vorhanden, was letztendlich sehr, sehr gut ist, wenn es auch darum geht, um Risiken zu vermeiden. Auf der anderen Seite fehlt es an vielen Stellen an digitalem Wissen, an Digitalkompetenz, an Erfahrungen mit Digitalthemen und auch nicht nur an der Wahrnehmung, sondern auch an der Einschätzungsfähigkeit digitaler Potenziale. Welche Chancen, welche Risiken sind mit digitalen Entwicklungen verbunden und wie kann ich damit umgehen und wie kann ich diese digitalen Entwicklungen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land auch nutzen? Die Digitalschmiede ist ein Projekt, was dieses Thema digitaler Mindshift unterstützt. Die Digitalschmiede dient dazu, innerhalb von 3 Monaten Probleme aus der öffentlichen Verwaltung mit Hilfe von Studierenden, das ist ein Kooperationsprojekt mit der Unternehmertum, der TUM, anzugehen und innerhalb von 3 Monaten von einem echten Problem zu einer verprobbaren Lösung zu kommen, die dann auch wirklich eingesetzt und getestet werden kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung sind in dieses Thema 3 Monate lang eingebunden und lernen in dem Moment auch, wie agiles Projektmanagement, wie Design Thinking, wie zeitgemäße Methoden der Digitalwirtschaft wirklich produktiv angewendet werden. Und daraus sind bereits einige interessante Projekte erwachsen, unter anderem das Open Data Portal Bayern. Sie können da heute schon drauf schauen. Derzeit unter opendata.bayern finden Sie das Open Data Portal im Netz. Das ist noch unsere MVP-Version. Das ist noch die Version, bei der wir wirklich verproben, vertesten, wie sie ankommt, was die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer sind. Wir sammeln Feedback ein. Wir stellen schon einige Daten der bayerischen Verwaltung hier als offene Daten bereit. Wir verlinken zu den verschiedenen Quellen. Zum Beispiel das Geodatenportal ist auch mit hier integriert, denn Geodaten sind ein sehr, sehr wichtiger Anteil sowohl der nachgefragten Daten als auch ein wichtiger Anteil der Daten im
Open Data Portal des Freistaats. Das ist ein Thema, was weiter wächst, und in Kürze wird es da auch die offizielle erste V1-Version geben. Es wird also diesen Projektstatus, den MVP-Status verlassen, auch mit einer neuen Marke, mit einem neuen Auftritt live gehen, auch mit wesentlich mehr Daten und Funktionalität. Zum Projekt Fördermodernisierung gehe ich gleich etwas näher darauf ein, da erfahren Sie gleich ein wenig mehr dazu, denn darum soll es heute in erster Linie gehen. Und was wir noch tun, wir machen ein Prozessscreening. Wir gehen in die einzelnen Ministerien, in die nachgeordneten Bereiche, untersuchen dort vorrangig Unterstützungsprozesse, versuchen Ineffizienzen zu finden, versuchen Möglichkeiten zu identifizieren, wie wir die Prozesse schlanker machen können, hinterfragen auch an verschiedenen Stellen, ob diese Prozesse so überhaupt noch erforderlich sind, ob man sie nicht komplett ersetzen kann oder zumindest Teilschritte ersetzen oder automatisieren kann. Die Fördermodernisierung ist etwas, was menschzentriert und Ende zu Ende digital passiert. Wo kommen wir letztendlich her? Warum gibt es dieses Projekt? Wir sehen als Ziele die Vereinfachung, die Beschleunigung staatlicher Förderverfahren von der Antragstellung bis zur Zuwendung, bis zur Auszahlung. Wo kommt das Ganze unter anderem her? Während der Corona-Zeit wurden sehr viele Fördermittel bereitgestellt, und es hat zum Teil sehr lange gedauert, bis die Fördermittel bei den berechtigten Empfängern angekommen sind. Man hat sich dann die Frage gestellt, warum ist das denn eigentlich so? Und wir sind dann reingegangen und wir haben uns wirklich mit allen Ministerien zusammengesetzt, haben intensiv über einen längeren Zeitraum versucht zu identifizieren, wo die Sollbruchstellen sind, wo dieses Verfahren einfach knirscht, ja, und wie wir es optimieren können. Und letztendlich auch in der Zusammenarbeit mit Antragstellenden haben wir festgestellt, dass viele Menschen gar nicht wissen, ob sie berechtigt sind, Fördergelder zu erhalten, zu beziehen, zu beantragen. Als nächstes haben wir festgestellt, dass wenn diese Menschen dann wissen, ja, ich könnte in meiner Situation Fördergelder beantragen, wo bekomme ich diese Informationen zu den Fördergeldern denn her? Wo erfahre ich, was ich genau tun muss, wo ich hin muss, was ich ausfüllen muss? Der nächste Schritt war dann, wenn man weiß, wo man die Fördermittel beantragt, dass man reingeht und diese Fördermittel dann entsprechend auf einer Plattform oder per PDF oder per sonstigem Formular abfragt, beziehungsweise einträgt, und den Antrag stellt. Und da hat man an vielen Stellen dann festgestellt, dass die Förderlandschaft relativ fragmentiert ist, dass die Antragsverfahren über verschiedene digitale Lösungen verteilt sind, über verschiedene Dokumente verteilt sind, dass diese Antragstellung für die Antragsteller im Zweifel nicht ganz so einfach ist. Und während des Verfahrens selbst, da wo es zum Beispiel schon digitale Verfahren gab, ist es unter anderem auch aufgefallen, dass man möglicherweise im zweiten oder dritten Antragsschritt Informationen eingeben musste, die man zuerst bei einer anderen Behörde beantragen musste, weil man sie selbst gar nicht vorliegen hatte. Das sind alles Dinge, die bereits in der Antragstellung Verlangsamung dieser Prozesse geführt haben. Und gleichzeitig war es auch so, dass hinterher in der Sachbearbeitung natürlich Ineffizienzen vorhanden waren an verschiedenen Stellen. An manchen Stellen, in manchen Behörden ging das Ganze schon durchgängig digital. Bei anderen Förderverfahren ist noch sehr viel Pen-and-Paper-based, wie wir in dem Moment sagen, passiert. Häufig waren es noch Ausdrucke, häufig waren es dann Kalkulationen, die unabhängig von der Antragstellung und der Plattform in Excel oder in anderen Tools vorgenommen wurden und wieder übertragen werden mussten. Man musste mit verschiedenen Softwareprodukten arbeiten, und das war ein Prozess, der einen hohen manuell-administrativen Aufwand hervorgerufen hat in vielen Förderverfahren. Um das zu optimieren, haben wir mit den Antragstellenden, mit Expertinnen und Experten aus dem Fördervollzug sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Digital- und Innenministerium sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet und dafür gesorgt, dass auch die Anwenderinnen und Anwender, also auch diejenigen, die im Fördervollzug, in der Sachbearbeitung damit arbeiten, von Anfang an mit dabei waren. Wir haben hier Fokustage gemacht und haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sachbearbeitung mit eingeladen und haben dort wirklich tolle, auch emotionale Momente erlebt, weil wir mit den Personen zusammengesessen haben, noch bevor die Software programmiert wurde, und haben gefragt, was braucht ihr denn später, um aktiv und wirklich effizient mit diesem Produkt arbeiten zu können? Wie soll dieses Produkt denn aussehen? Welche Anforderungen habt ihr? Welche Zusatzinformationen braucht ihr an welcher Stelle, wenn ihr dieses Verfahren bearbeitet? Und wir haben da zum Teil sehr, sehr große Überraschung erlebt, dass überhaupt nach den Bedarfen gefragt wurde, dass das passiert ist, noch bevor die Software erstellt wurde. Denn insgesamt war oft der Tenor, ja, normalerweise haben wir die Software und ein Handbuch gekriegt und dann hieß es, damit müsst ihr jetzt arbeiten.
Und das ist genau was wir versuchen anders zu machen. Wir wollen Ende zu Ende digital sein und wirklich über den gesamten Prozess die Menschen mitnehmen und das Ganze auf einer einheitlichen Plattform realisieren. Auch medienbruchfrei, keine weiteren Softwarelösungen, keine weiteren Plattformen. Der Projektbeginn war im Frühjahr 2022. Da haben wir damit begonnen, die ersten Interviews zu führen, die ersten Prozesse aufzunehmen. Es hat einige Monate gedauert, bis wir dann auch wirklich einen Überblick über 300 zentrale bayerische Förderprogramme hatten, die wirklich nur bayerisch sind, also jetzt nicht noch EU-Programme mit involvieren. Diese Prozesse haben wir dann entsprechend, diese Förderverfahren und Prozesse haben wir analysiert und haben dann begonnen, eine Spezifikation zu entwickeln für eine vollumfängliche Verfahrensplattform, die wir bauen wollen, die wir ausgeschrieben haben, die beauftragt wurde. Wir sind bereits in der Umsetzung und wir gehen davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres die ersten 20 Verfahren als Pilotverfahren auf der Plattform haben. Wir brauchen jetzt etwas über ein Jahr, um diese Plattform wirklich komplett Ende zu entwickeln, durchgängig zu entwickeln und gleichzeitig bereits 20 Verfahren draufzubringen. Nach Vollendung der Plattform wird es dann deutlich schneller gehen, weil wir dann auch in der Lage sein werden, innerhalb des Freistaats Bayern diese Verfahren auch ohne externe Partner, ohne Dienstleister selbst aus der Byte heraus auf die Plattform zu bringen. Und wir bauen die entsprechende Kompetenz weiter aus innerhalb der Byte, sodass wir auch die Regierung, die Ministerien dabei beraten können, wie Förderrichtlinien geschrieben werden, wie Förderrichtlinien erstellt werden sollen. Ganz klar mit dem Fokus, dass sie hinterher möglichst schnell, möglichst effizient und möglichst intuitiv für die Antragstellenden dann auch umsetzbar sind, auch digitalisierbar sind. Warum sprechen wir jetzt heute? Warum stelle ich Ihnen das vor, was wir hier tun? Auf der einen Seite sagen wir natürlich, dass diese durchgängig digitale Prozessverarbeitung auch für die Langzeitarchivierung der Daten einen großen Einfluss hat, denn wir sind digitaler. Wir haben zukünftig keine PDF-Dokumente mehr, keine Papierdokumente mehr, die handschriftliche Verweise beinhalten. Das heißt, wir sind auch besser recherchierbar, wir sind besser auffindbar, die Informationen sind besser auffindbar und sind besser im Zugriff. Und insgesamt ist es dann möglich, auch mit diesen Daten besser arbeiten zu können für verschiedene Stakeholder, ob das jetzt Wirtschaft ist, Wissenschaft, die interessierte Öffentlichkeit, ob das Journalisten sind, die etwas recherchieren wollen. Insgesamt sind wir transparenter. Wir stellen die Informationen direkt maschinenlesbar zur Verfügung. Recherchemöglichkeiten, Algorithmen sind entsprechend besser anwendbar. Man kann darüber nachdenken, ob man große Sprachmodelle, ChatGPT ist gerade in aller Munde als Sprachmodell. Auch da gibt es einige, die wir hier in Deutschland betreiben können. Aleph Alpha und andere Startups sind da schon sehr, sehr weit fortgeschritten, sodass wir sagen können, dass wir möglicherweise auch große Sprachmodelle auf diese Datenschätze, die wir hier haben, trainieren und auch da noch eine bessere Zugänglichkeit zu diesen Daten ermöglichen. Und insgesamt schaffen wir dadurch natürlich auch eine bessere Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns. Wir zeigen mehr Transparenz und wir versuchen natürlich, während wir das Ganze tun, auch die Datenqualität nachhaltig zu verbessern. Denn auch hier gilt, wir digitalisieren nicht stupide ein Förderverfahren, was da ist. Wir haben einen gemeinsamen bayerischen Leitprozess für Förderverfahren entwickelt und jedes Förderverfahren, was wir auf die Plattform bringen, matchen wir gegen diesen Leitprozess und schauen, ist dieses Förderverfahren effizient? Brauchen wir hier wirklich die linke oder die rechte Sonderlocke oder können wir möglicherweise ein Förderverfahren so stark verschlanken, dass es vielleicht nur noch halb so lang ist, vom Prozess her, wie es in der Vergangenheit gelebt wurde. Wir stellen also immer den Prozess in Frage, bevor wir in die Digitalisierung gehen. Thorsten Dirks, damals glaube ich Vorstand der Telefonica, hatte mal wörtlich gesagt, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du am Ende einen scheiß digitalen Prozess. Genau das wollen wir vermeiden, genau das werden wir vermeiden, indem wir halt wirklich komplett mit viel Fachwissen inzwischen in diese Prozesse reingehen und das Ganze hinterfragen. Wir für uns, wir digitalisieren Bayern, wir helfen Bayern dabei, digitaler zu werden, menschzentrierter zu werden. Und ich hoffe, dass jetzt Aspekte dabei waren, die für Sie vielleicht neu waren, interessant waren, dass vielleicht auch Ansätze dabei sind, zu sagen, okay, da gibt es Möglichkeiten, auch mit der Byte zu kooperieren oder entsprechende Schnittstellen zu schaffen. Und ich stehe Ihnen jetzt sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.